Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, heute geht es wieder um unser kleines Experiment, das seit dem Mai letzten Jahres läuft. Und zwar stelle ich mir mit euch als Zuschauern die Frage, ist Lego eine Investition, die sich lohnt? Und dazu benutze ich hier die Seite Brick Economy. Damit kann man sich keine ganzen Sets auflisten. Habe ich euch ja auch ab und zu schon mal gezeigt. Und man sieht den aktuellen Wert auf Basis verschiedener Bezugsquellen, vor allem im englischsprachigen Raum. Aber das lässt sich auch relativ gut auf den deutschen Markt übertragen. Und ich dachte, heute schauen wir uns einfach mal an, was sich so getan hat. Neues Jahr, neues Glück sozusagen. Und vor allem, was auffällt. Im letzten Video hatten wir 10% plus. Es sind ein paar Sets dazugekommen, muss ich sagen. Habe ich auch ab und zu mal erwähnt. Wir schauen uns gleich nochmal an, was alles dazugekommen ist. Aber schaut euch das mal an. Wir sind tatsächlich 42% im Plus. Also, das habe ich außen drauf geklickt. Gehen wir mal zurück. Der Retail-Wert, also wie viel das im Laden kosten würde, ist 459 Euro. Was es aktuell wert ist, 442, ist niedriger, aber ich habe tatsächlich nur 311 Euro gezahlt für all das, was hier in meinem Portfolio drin ist. Und dadurch ergibt sich eben dieses Plus von 42% durch kluges Einkaufen und auch ein bisschen Glück, muss ich sagen. Wir schauen uns einfach mal ganz kurz an, was hier drin ist momentan. Wir haben hier immer noch die 5 Sets, die habe ich schon seit Ewigkeiten hier mit dem Rentier und den Elfen. Hier ist interessant, dass die jetzt hier mal langsam retiring soon sind. Das heißt, die gehen jetzt aus dem Verkauf und dann schauen wir uns mal, wie das Ganze entwickelt. Ich hatte ja eigentlich die Vermutung gehabt, dass es jetzt schon zu Weihnachten nicht mehr erhältlich wäre und dann der Preis steigt. Aber momentan gibt es scheinbar immer noch. Das heißt, spätestens nächstes Weihnachten, also in ungefähr 12 Monaten, sollte das hier nochmal ordentlich steigen. Ich bin gespannt, darauf spekuliere ich ja seit einiger Zeit. Weiterhin der Dragon Dance Guy, den ich damals zu einem etwas bescheidenen Preis gekauft habe, weil ich dachte, damals war der nicht mehr lieferbar. Ich dachte, das wäre schon ein guter Preis. Ist halt jetzt ein Minusgeschäft momentan von 5 Euro, aber das ist verkraftbar. Dann den AT-ST Rider, da geht es ja immer noch hauptsächlich darum, dass hier wo haben wir denn hier das Foto dazu? Die Kara-Figur drin ist. Die gibt es noch in einem anderen Set inzwischen, aber dadurch, dass hier die Schauspielerin aus der Serie von Mandalorian gefeuert wurde und jetzt auch noch das Set, ist also hier die Sortierung wieder an, das ist natürlich super praktisch. Das Set jetzt auch retiring soon ist momentan noch für 60 Euro verfügbar. Ich habe es damals für 45 gekauft, also da bin ich schon ein bisschen im Plus. Aber ich bin gespannt, wie das sich entwickeln wird. Ansonsten habe ich hier jetzt nur noch diese Imperial TIE Fighter, kennt ihr ja, sind ein relativ aktuelles Set vom letzten Jahr, muss man ja inzwischen sagen, weil wir haben ja schon 2022. Aber die kosten 40 Euro. Ich habe 2 Stück für 48 gekauft. Allein dadurch habe ich natürlich schon mal ein Plus. Das war damals zum May the Force 21 habe ich die gekauft bei Amazon, glaube ich. Ansonsten dann kommen wir jetzt mal zu den Speed Champions, die ich hier damals gekauft habe. Die sind tatsächlich jetzt langsam im Wert steigend, denn sie sind nicht mehr im Verkauf. Wir haben hier einen Ferrari, den habe ich ja auch selber in der Stadt stehen. Der war mal bei 14,99. Ich habe ihn für 12,98 gekauft. Ich sage euch gleich dazu, in den gekauften Preis habe ich auch schon die Versandkosten mit reingerechnet. Teilweise natürlich anteilig, wenn ich mehrere Sets gekauft habe, aber da sind die Versandkosten schon mit drin. Und das sind wir jetzt bei einem Wert von 22,16. Man muss sagen, in der kurzen Zeit ist das echt ein ganz schöner Wertzuwachs. Auch bei McLaren geht es jetzt langsam los, würde ich sagen. Auch der ist persönlich, ja, so ein Euro im Plus. Aber auch hier beim Porsche sieht man, dass es losgeht. Ansonsten haben wir hier, das Expecto Patronum Set ist inzwischen retired. Das heißt, hier erwarte ich auch, dass jetzt Wachstum anfängt. Ich habe die damals ungefähr zum Originalpreis gekauft. Steigt jetzt 2 Euro im Wert. Also man kann sagen, da geht es jetzt auch ein bisschen voran. Ansonsten habe ich jetzt hier noch einmal den Room of Requirements gekauft, ist retiring soon. Habe ich auch allein noch dessen gekauft, weil er eben erst habe ich ihn für 17,15 Euro bekommen, war eigentlich ein ganz guter Preis. Ist momentan 20 Euro wert, aber wird sicherlich steigen, weil die ganzen Lizenzsets sind ja Sachen, die einfach gut steigen, ebenso mit den Speed Champions. Und das allerbeste, Tony Stark's The Carrion Iron Man, das ist ja eigentlich aus der What-If-Serie von Disney+. Nur dieses Set ist zu einer Folge, die tatsächlich geschnitten wurde, beziehungsweise auf die zweite Staffel verschoben wurde. Deshalb haben wir den überhaupt nicht gesehen in der Serie. Aber kostet 35 Euro, ganz normal im Laden. Ihr seht es hier, ich habe 24,24 Euro für 3 Stück davon gezahlt. Denn ich weiß nicht warum, es gab da vor einiger Zeit den für ungefähr 8 Euro bei Amazon. Mitten in der Nacht, war schnell ausverkauft. Ich habe 3 Stück davon bekommen.
Und allein das ist natürlich ein Wertzuwachs, den man jetzt nicht unterschätzen sollte. Was hier auch sehr interessant ist, sind die Minifiguren, die dabei sind. Schauen wir mal kurz das Bild an. Denn die sind alle, soweit ich weiß, exklusiv in diesem Set zu finden. Und Minifiguren ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Das habe ich letztens ja entdeckt, können wir auch mal anschauen. Oder hier mal die Statistiken. Ich habe 18 Sets momentan in meinem Portfolio, davon 10 unique, also 10 verschiedene. Davon sind 11 retired, also 7 sind noch normal zu kaufen. Insgesamt 5.118 Steine und 34 Minifiguren. Und da können wir mal reinschauen, denn auch die Minifiguren haben natürlich einen Wertzuwachs, wenn man die jetzt einzeln verkaufen würde, wenn man sie rausmachen würde aus den Verpackungen. Und der Mandalorian sieht man hier 1046, ist schon um 30% gestiegen. Ursprünglich auch der Watcher, den habe ich ja tatsächlich dreimal, der ist ja in diesem Set mit dem Mac drin. 943 und hier auch Cara Dune, wie angesprochen, ist inzwischen um 100% gestiegen. Ich erwarte, dass die Cara Dune-Figur tatsächlich einiges an Wert zulegen wird in den nächsten Jahren, eben wegen der Vorgeschichte und wegen der relativ geringen Menge an Figuren, die es da so gibt. Ansonsten hier diese Stormtrooper und Protokolldruiden und TIE Fighter Pilot. Die sind, soweit ich weiß, zumindest als ich das Set gekauft habe mit dem TIE Fighter, exklusiv in diesem Set gewesen. Da bin ich auch gespannt, wie das Ganze sich entwickelt. Ansonsten hier die anderen Figuren, das ist jetzt nicht der Riesenwert. Der Harry hier ist eh in dem zweiten Set. Aber auch die Minifiguren haben einen Wert von allein 84 Euro, wenn man sie jetzt einzeln verkaufen würde. Und auch das ist natürlich eine Sache, die ganz gut aussieht. Ansonsten sehen wir hier, wie gesagt, 42% Zuwachs. Hat mich selber überrascht, als ich heute da aufgemacht habe, mir das mal angeschaut, aber ich habe es mir, wie gesagt, längere Zeit nicht mehr angeschaut gehabt. Aber ich muss sagen, 42% Zuwachs in nicht mal, angefangen habe ich im Mai letzten Jahres. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr, ja, 8 Monate. 42% in 8 Monaten ist halt eine Sache, die schlägt jedes andere Investment momentan. Vor allem, weil ich davon ausgehen kann, dass ich alle diese Sets auch jetzt verkaufen könnte zu einem guten Preis. Das heißt, ich könnte tatsächlich hier meine 442 Euro, denke ich, mindestens rausholen. Und ja, muss man sagen, momentan ist das Experiment sehr interessant. 42%, über 100 Euro Zuwachs, 130 Euro Zuwachs in der kurzen Zeit ist eine Sache, die man nicht unterschätzen kann. Also ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich werde, glaube ich, auch ab und zu, wenn ich ein Schnäppchen finde, noch ein bisschen was fürs Portfolio zulegen, einfach um dieses Experiment weiterlaufen zu lassen. Es ist ja an sich, wie gesagt, nicht unbedingt dazu ausgelegt, jetzt hier groß reich zu werden, aber wenn man einfach denkt, man hätte das Ganze auch hochskalieren können, die 10-fache Menge kaufen können, wäre, glaube ich, immer noch verkaufbar, dann wäre man hier halt mit über 1.000 Euro im Plus in der kurzen Zeit für einfach nur warten. Und ich verstehe, wieso das hier eine Sache ist, die auch öfters angepriesen wird als, wie gesagt, Portfolio-Methode, um Geld anzulegen. Weil 42% eben vor allem in der aktuellen Lage sind einfach unschlagbar. Und ich würde sagen, wir schauen ein paar Monaten wieder hier drauf, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin gespannt, ob sich das hier halten wird oder nur eine vorübergehende Sache ist. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Video hier in der Brickworld auf meinem Kanal. Und ich denke, dann bauen wir wieder was. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und tschüss.